4 Tipps, wie Sie sofort einfacher, schneller und effizienter Sprachen lernen können und mit denen ich selber auch arbeite. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit und heute aus einem Pariser Café und hatte auch den Sprachenanlass deswegen, weil ich selbst begonnen habe, Französisch zu lernen vor ein paar Wochen. Und das ist jetzt inzwischen meine 5. Sprache neben Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und jetzt eben Französisch. Und deswegen habe ich da ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch wie kann man hier neben den normalen Kursen, Hörbuchkursen etc. hier möglichst schnell vorankommen, dass man eben Erfolgserlebnisse auch hat. Und da möchte ich 4 konkrete Strategien heute mit Ihnen teilen. Die Sprachen sind toll. Erstens macht Spaß, auch für den kulturellen Austausch, aber natürlich auch sind ein Wettbewerbsvorteil. Es macht uns interessanter, es macht uns wertvoller, auch in dem Bereich Geld verdienen, wenn es darum geht, einen Arbeitgeber suchen oder wenn wir unser Business eben international bringen wollen. Und gerade Englisch, wichtige Sprache, aber genauso auch wichtige Sprachen allgemein oder aus welchen Gründen man es auch immer lernen will, Spanisch oder Französisch. Also sehen wir uns die heutigen Tipps an. Erstens, lesen Sie Bücher in der jeweiligen Sprache. Beginnen Sie möglichst früh damit und machen Sie es nebenbei, weil man kann abends immer ein paar Minuten lesen. Aber aktuell dieses Buch, da lese ich jeden Abend 5 bis 10 Seiten und zwar auf Französisch Réfléchissez et devenez riche, also das von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, der große Klassiker. Habe ich auch schon mehrfach gelesen, aber für mich ist es auch schön, es ist nochmal einfach Verdichtung der Informationen, weil man liest ein Buch ja in einer jeweiligen Situation immer neu, immer anders, man nimmt wieder andere Aspekte daraus mit und kann gleichzeitig natürlich die Sprache trainieren. Wenn Sie jetzt beispielsweise sind im Gesundheitsbereich tätig, dann können Sie natürlich hervorragend Gesundheitsbücher in der jeweiligen Sprache auf Englisch, Spanisch, Französisch oder welcher Sprache auch immer lesen, sich gleichzeitig weiterbilden, macht ja auch Spaß, haben gleich das richtige Vokabular für Ihr Gebiet und ja, können gleich mehrere Sachen gleichzeitig trainieren. Ich bin sehr ein Freund davon, immer Dinge gleichzeitig zu trainieren. Sie können theoretisch gleich so ein Buch nehmen, das dann im Laufband dort Sport machen, dort laufen und dann das dorthin legen und dort auch gleich lesen. Das heißt, Sie haben in Ihrem Bereich eine Lektüre am Laufband und lernen gleichzeitig eine neue Sprache. Eine ganz einfache Möglichkeit, mehrere Dinge sogar gleichzeitig zu machen. Dann Tipp Nummer 2 und zwar schauen Sie Filme immer mit Untertiteln an und hier auch, was ich sehr, sehr gerne nutze, ist Netflix, weil dort haben die Filme eben auch Untertitel. Sie können dann französische Filme suchen, spanische Filme, Englisch sind sie auch die meisten und dann können Sie die Untertitel einstellen und dann gleich mitlesen. Oh, das ist sehr, sehr gut, also ist auch eine gute Entschuldigung, dass man dann auch mal den einen oder anderen Film mehr sich anschauen kann. Dann Punkt Nummer 3. Sprechen Sie so viel wie möglich. Weil jetzt nicht nur irgendwo, sagen wir, an Stammtischen, das auch, oder wenn Sie im Urlaub sind, vor Ort in den Lokalen, das ist ganz offenkundig, sondern sprechen Sie auch mit sich selber. Und das können Sie nämlich sehr, sehr gut kombinieren mit Tipp 1 und 2. Wenn Sie die Filme anschauen, ich lese die Untertitel, ich lese mir das immer mehr oder weniger laut vor. Und genauso mit Büchern, ich lese es wirklich mit und lese es mir selber vor. Und was passiert dann? Wir haben es ausgesprochen, es geht ganz anders in unser Unterbewusstsein rein. Wir speichern die Sprache damit komplett anders ab und lernen dadurch viel effizienter. Wenn wir also schon lesen, weil Sie den Film schon anschauen, dann können wir es auch mitsprechen. Genauso wie ich hier in der Pariser Metro bin, dann schaue ich mir jedes Wort an, also wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen in der Metro bin, dann schaue ich mir jedes Wort an und schlage das nach, was das bedeutet. Denn wenn es in der Metro steht, dann wird es eben auch im Alltag verwendet. Und der Punkt Nummer 4, ganz, ganz wichtig, unsere Glaubenssätze. Viele Menschen vermeiden nämlich auch das Sprechen mit anderen wegen Glaubenssätzen, negativer Glaubenssätze. Ich bin nicht gut in der Sprache, ich spreche es ja nicht perfekt, was ganz logisch ist, wenn man eine neue Sprache spricht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns mit Glaubenssätzen trainieren. Und hier mal ein Tipp, was wir hier nehmen können. Ich spreche Spanisch mit Leichtigkeit. Das ist eine Möglichkeit und ich lerne Spanisch ganz einfach und leicht. Oder auf Englisch oder Französisch nutzen Sie positive Suggestionen mit Sprachen, dass Sie hier immer besser und besser und besser werden. Suchen Sie sich Suggestionen, die zu Ihnen passen und sagen Sie sich gemeinsam mit der Sprache das jedes Mal auf. Und ist ganz klar, viele glauben nämlich, dass sie vermeintlich schlecht sind das aber eigentlich gar nicht, denn es ist einfach ein Prozess, das dauert einfach, eine Sprache zu lernen. Wenn Sie aber verschiedene Ebenen nehmen, mit diesen Tipps hier, wenn Sie sprechen, wenn Sie es lesen, wenn Sie es sehen, dann speichern Sie die Informationen komplett anders und viel effizienter ab. Und dann können Sie ganz einfach Sprachen lernen. Und mit dieser Methode hatte ich innerhalb von 6 Wochen beispielsweise Portugiesisch gelernt. Gut, es ist auch relativ nah am Spanischen mit dran, aber
das geht dann relativ schnell, dass man eine andere Sprache dann lernt und spricht. Und da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Und wie gesagt, nicht nur der kulturelle Austausch und für den Urlaub interessant, sondern es ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Und vielleicht brauchen wir es einfach mal in 5 oder in 10 Jahren und können das sehr, sehr gut anwenden. Also viel Spaß. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir Spaß haben beim Sprachenlernen. Dass uns eine Freude ist und deswegen auch die Glaubenssätze wichtig, dass wir mit Freude dran gehen und uns schon darauf freuen, wenn wir es dann wirklich sehr, sehr flüssig und gut sprechen. So, das zum heutigen Tipp. Wenn es Ihnen wieder gefallen hat, bitte dieses Video liken, teilen Sie es, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie keine Tipps von unserer Freitagsserie Faszination frei verpassen und noch nicht eingetragen sind. Klicken unterhalb dieser Videos und tragen sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse ein. Jetzt sehen wir uns ein paar tolle Impressionen an hier aus Paris und ich freue mich drauf, Sie nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin, also ich lasse mir wieder was einfallen für Sie. Ihr Thorsten Wittmann. Ganz extrem gut ist natürlich der persönliche Support von Herrn Wittmann, den habe ich so auch noch nie erlebt.